Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und das hier ist wahrscheinlich die kleinste und kompakteste Werkbank der Welt. Und ich möchte euch mal zeigen, dass die hier sogar 300 Kilo aushält. So, wir haben jetzt hier wirklich eine kleine Werkbank und ich kenne euch Schlawiner doch, ja? Ihr Schlawiner sagt, na ja, ich habe dies nicht, ich habe das nicht, ich habe keine Werkbank, ich habe keinen Platz und so weiter. Nee. Das hat jetzt ein Ende, denn jetzt kann mir keiner erzählen, dass halt dafür, ja, nur hier für das Ganze, ja, keinen Platz hat. Denn das hier ist eine komplette ausklappbare Werkbank, auf der du 300 Kilo abstellen kannst, die also wirklich stabil ist. Ich zeige dir mal, wie das geht. Ja. Da hat Stanley sich wirklich was einfallen lassen. Du hast hier einfach diesen Clip, den machst du auf, so, Clip, so, klappst das Ganze auf, dann haben wir Bein Nummer 1. Ihr könnt euch überlegen, wie es weitergeht. Bein Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Und schon haben wir unsere komplette Werkbank. Naja, stellen wir mal hin. Und schon haben wir hier unsere komplette Werkbank. So, und da ist sie. Ja. Und auf der kannst du jetzt werkeln. Und komm ein bisschen dichter. Ich zeige dir mal was. Du hast hier auf der Werkbank hast du hier die Möglichkeit, Werkzeug abzulegen. Hast hier also so eine Griffmulde. Da kannst du Schrauben reinlegen oder Bits oder auch Schraubendreher oder. Dann hast du hier die Möglichkeit, mit Einhandzwingen zu arbeiten. Ja, hier durch dieses Lochraster kannst du auch Dinge festzwingen. Oder du kannst natürlich auch hier an der Seite größere Dinge festzwingen. Weil vielleicht kriegt die Kamera das drauf. Ja, schaut mal hier. Wir haben hier einen etwas, schon recht massiven Rahmen, wo man Dinge hier auch von oben und unten entsprechend festzwingen kann. Ich zeige euch das mal. Ja. Wir nehmen jetzt hier mal Einhandzwingen und machen die einfach mal hier fest. So, und ja, schon ist das Ganze fest. Du kannst also hier wunderbar Dinge auch oben drauf festzwingen. Das ist eine tolle Sache, aber erst einmal möchte ich eine Sache ausprobieren und zwar, hier ist ja gesagt, hier passen 320 Kilo drauf. Da habe ich doch eine Idee. Ich mache das nicht. Wir haben ja eben gesagt, das Ganze hält 320 Kilo aus. Und deswegen haben wir gedacht, was ist vielleicht eine normale Belastung für so eine Werkbank? Also was ist der alltägliche Gebrauch? Natürlich geht man zu dritt auf so eine Werkbank rauf, oder? Klar. Na klar. So, deswegen habe ich hier unsere 3 Protagonisten, auch Testmaterial liebevoll genannt hier, die jetzt vielleicht eins nach dem anderen mal draufgehen und dann hoffen wir, dass es hält. Ja, also Toni, walte deines Amtes. Daniel. Du zuerst. So. An der Hüfte führen. Nummer 2. An der Hüfte führen. Und Nummer 3. Also ich sag mal, das war der Hammer, oder? Leicht schwingen. Schwingen. Wenn du als Letzter drauf stehst und einer jetzt könnte die Hebefigur mal runter. Top! Wie du gesehen hast, 320 Kilo stehen drauf. Ich weiß nicht, die 3 werden auf keinen Fall 300 Kilo gewogen haben, aber du hast vielleicht so ein grobes Verständnis, wie viel das Ganze hier aushält. Ja? Aber erstmal nochmal ein kleiner Hinweis, und zwar, das hier ist eigentlich keine Box, sondern ist ein Tritt. Ja? Wenn dich das interessiert, verlinke ich dir mal hier oben. Das ist für dich eine tolle Sache, weil hast du auch einen Tritt immer unterwegs mit und mobil mit dabei. Aber lass uns noch mal kurz die Werkbank hier anschauen. Also erst einmal, du kannst natürlich auch auf dem Ding hier auch wirklich ordentlich arbeiten. Du hast einen Hammer, ja, hier eine Latte, jetzt willst du den Nagel da reinhauen. Ja, überhaupt kein Problem, funktioniert. Das heißt, du kannst da drauf auch entsprechend arbeiten. Ja? Oder wie ich vorhin gesagt hatte, um das mal richtig zu zeigen, wie es halt original gehört, hier auch festzwingen. Ja? Funktioniert natürlich genauso. Ja? Festzwingen und dann kannst du hier dran arbeiten, machen und tun. Was ich noch mal zeigen möchte, ist das hier. Und zwar, wenn du mehrere von diesen Werkbänken hast, dann kannst du Folgendes machen. Du kannst das hier rausziehen, hier runter tun und kannst hier 2 Werkbänke damit verbinden. Das heißt, du kannst hier eine etwas längere Fläche schaffen oder du kannst natürlich hier auch entsprechende Böcke noch daneben stellen, um das Ganze hier zu halten. Also insofern hast du wirklich ein sehr mobiles Teil.
Es ist erstens mobil, es ist klein, es ist leicht und vielleicht auch noch mal was zum Preis. Das Ganze hier hat einen Preis von rund 75 €. Wenn du dich dafür interessierst, schau mal unten in den ehrlichen Preisvergleich. Der Preis findet sich auch noch ein bisschen, denn das Ganze ist wirklich eine Neuheit, die ist erst seit ein paar Tagen, jetzt gerade als wir drehen, auf dem Markt ist. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja? Bitte schreib mal unten in die Kommentare, was du davon hältst. Wie findest du so eine kleine, super mobile Werkbank? Überleg mal, zusammenklappen, das kannst du unter die Werkbank schieben, unter den Küchentisch, in deine Vorratskammer, unter dein Schlafzimmerbett oder was auch immer. Ja? Und kannst da entsprechend dir super schnell eine Möglichkeit schaffen, um zu werkeln. Ich finde es super, ich finde es mega. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und jetzt ran an die Werkbank und bis zum nächsten Mal.